Benvenuti in Piemonte. Willkommen im Piemont. Berühmt für seine Weine, seine pulsierende Hauptstadt voller Geschichte, Kultur und Kulinarik. Und für seine verträumten Bergdörfer, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Hier gibt es Seen mit großer Vergangenheit. Und eine Landschaft geprägt durch einen mächtigen Fluss, der die Erde fruchtbar macht und wahre Köstlichkeiten gedeihen lässt. Ja. In Turin begleiten wir einen Food-Journalisten beim Flanieren und Verkosten. Einfach das Beste der Welt. In der Po-Ebene treffen wir eine Architektin, die beim Hausbau ganz neue Wege geht. Wir müssen die Art des Bauens verändern. Wir dürfen kommenden Generationen keinen Müll hinterlassen. Und in Santa Maria Maggiore erleben wir einen wahrlich pechschwarzen Tag. Eine großartige Sache, schön und emotional. Tief in den Bergen besuchen wir ein Dorf, in das das Leben zurückgekehrt ist. Das ist so schön. Ein Ort, an dem es nach Brot riecht, ist wunderbar. Und in den Hügeln des Monferrato begleiten wir die Weinernte. Es geht hier alles ein bisschen slow. Es ist nicht so hektisch wie der Rest der Welt. Im Nordwesten Italiens liegt das Piemont. Hauptstadt und kulturelles Zentrum der Region ist Turin. Eines der bekanntesten Reiseziele ist der Lago Maggiore. Im Süden des Piemonts erstrecken sich sanfte Hügelketten bis nach Alba, berühmt für eine ganz besondere Delikatesse. Ein Morgen im November. Es ist Trüffelzeit in den Wäldern des Piemonts. Michele Bertolusso und seine Hündin Perla sind bereits seit mehreren Stunden unterwegs. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Die Beziehung mit einem Hund ist nicht einfach. Als Trifulao braucht man wirklich ein gutes Gefühl für Hunde. Sie kapieren einfach alles. Trifulao. So nennen sich hier im Piemont die Trüffelsucher, die mit ihren speziell geschulten Hunden durch die Wälder streifen, immer auf der Suche nach den wertvollen Edelpilzen. Die Menge der Trüffel ist jedoch in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Temperaturen deutlich zurückgegangen. Für Michele wird die Suche nach ihnen von Jahr zu Jahr schwieriger. Der Edelpilz ist eine empfindliche Delikatesse. Um gut zu wachsen, benötigt der Trüffel einen lehmigen oder sandigen Boden, der feucht und kalkhaltig ist. Hier könnten ein paar kleine sein, aber die sind schwer zu finden. Perla, komm, versuch es nochmal. Dieses Jahr ist es sehr trocken. Da finden selbst die besten Hunde kaum was. Perla, grab hier nochmal. Da ist nichts.
Wenn wir was finden, wenn sie das Aroma des Trüffels im Boden riecht, dann ist die Freude einfach riesengroß. Wenn es sogar ein weißer Trüffel ist, dann ist Perla manchmal so aufgeregt, dass sie anfängt, mich zu zwicken. Sie springt an mir hoch und versucht sogar, meinen Hut zu schnappen. Als wollte sie sagen, ich bin so glücklich, dass ich den Trüffel gefunden habe. Während der Saison der weißen Trüffel schlafen wir nicht viel. Die Trüffel warten ja nur so darauf, gefunden zu werden. Und wenn wir nicht früh morgens aufbrechen, schnappen uns die anderen Trüffelsucher die Beute vor der Nase weg. Deshalb sind wir so oft unterwegs. Nach langer Suche schlägt Perla endlich an. Und tatsächlich, ein mittelgroßer weißer Trüffel kommt zum Vorschein. Jetzt gibt es für Perla erstmal eine kleine Belohnung. Aber natürlich keine Trüffel. Riech mal, wie lecker. Schöne Schale, sehr gut. Angebot und Nachfrage sowie die Qualität entscheiden über den Preis. Michele konnte schon einmal weißen Trüffel für 7 € pro Gramm verkaufen. Außerhalb von Alba, in einem unscheinbaren Gewerbegebiet, liegt das Familienunternehmen Tartuflange. Die Montanaros sind eine feste Größe im Trüffelgeschäft. Begonnen hat alles 1968 mit einem kleinen Restaurant, geführt von Beppe Montanaro und seiner Frau Domenica. Domenica war die Chefin im Restaurant. Sie empfing die Gäste persönlich. Und sie war die einzige Frau auf dem Markt, die mit den Trüffelsuchern verhandeln konnte. Das waren schwierige Leute. Ältere Männer mit einem ganz eigenen Charakter. Heute ist Beppes Schwiegertochter Veronica zuständig für den An- und Verkauf. Also, Beppe, die gehen heute noch raus. Nach Japan. Ja, die schönen Runden. Und die ganz Großen gehen nach Deutschland. Die Kunden wissen genau, was sie wollen. Die meisten Restaurants möchten nur große Trüffel. Die sehen einfach besser aus und machen in der Küche mehr her. Zum Trüffelimperium der Familie Montanaro gehört auch ein Restaurant. Alle Gerichte werden hier mit dem Edelpilz verfeinert. Spezialität des Hauses sind die Tagliatelle al Tartufo. Für stetigen Nachschub sorgen Trüffelsucher und Sucherinnen aus der ganzen Gegend. Auch Michele möchte jetzt wissen, was sein heutiger Fund auf die Waage bringt und welche Qualität die weißen Trüffel haben. Wie lief es? Naja, ganz okay. Heute haben wir ein paar gefunden. Mal sehen, ob sie dir gefallen. Du jammerst immer, dass es zu wenige gibt. Ist dieses Jahr auch so. Also, der ist ein bisschen kaputt. Ja, den hat der Hund angefressen. Er hat eine A- und eine B-Seite. Ach was, der ist doch schön. Etwas abschneiden und dann passt es. Die Stelle hier Ja, die vom Hund. ist eine 5 und 6 von 10. Na gut, wenn du meinst. Dafür ist leider der Preis ziemlich hoch. Schick einfach die Rechnung, wir zahlen. Nur die beste Ware geht in den Direktverkauf. Alle anderen Trüffel werden in der hauseigenen Produktion zerkleinert und zu verschiedenen Lebensmitteln verarbeitet.
Neben Trüffelöl ist Pasta der Verkaufsschlager. Wir mischen italienischen Hartweizengrieß mit 7% Trüffel und 20% Ei. Die schwarzen kleinen Punkte hier sind alles Trüffelstücke. 7% in einer Packung Pasta ist ziemlich viel. Ein wichtiger Arbeitsschritt wird immer noch per Hand erledigt. Wir nennen diese Technik la matastatura. Zuerst wird kunstvoll ein U gefaltet und danach wird die Pasta getrocknet. Trüffel passen kulinarisch auch hervorragend zu Schokolade. Seit 2005 produziert die Familie Montanaro ihre eigenen Pralinen. Jedes Jahr von Oktober bis Dezember trifft sich das Who is Who der Trüffelbranche auf der Piazzetta Giovanni Falcone, mitten in der Altstadt von Alba. Dutzende Trüffelsucher und Sucherinnen aus der Region buhlen hier um ihre Kundschaft. Die Konkurrenz ist groß. Im November ist Hauptsaison für Trüffelsucher und Gäste. Viele Besucher kommen nach Alba und für kurze Zeit dreht sich hier einfach alles um Trüffel. Vor allem der weiße Trüffel ist eine Rarität und sehr begehrt. In der Hochsaison haben die Montanaros alle Hände voll zu tun. Die teuren Edelpilze müssen schnell verschickt werden, damit sie frisch bei der Kundschaft ankommen. Im Moment ist es hart, die hohen Anforderungen des Marktes zu erfüllen. Die Kunden wollen Trüffel, die über 100 Gramm wiegen. In 2 Stunden kommt der Kurier und bringt die Ware zum Flughafen. 2 Kilo der Extragröße. Die sind sogar alle über 120 Gramm. Der hier 138 und der 150 Gramm. Für Veronika arbeiten viele Trifulao. Doch das Geschäft ist härter geworden. Jahr für Jahr werden weniger Trüffel gefunden und die Qualität der Pilze lässt nach. Unser Hauptproblem ist der Klimawandel. Die steigenden Temperaturen führen dazu, dass wir im November immer noch sommerliche Temperaturen haben. Tagsüber sind es derzeit über 20 Grad. Für das Wachstum von Trüffeln benötigen wir aber kühle Temperaturen, besonders nachts mit etwa 5 bis 6 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit. Das wäre ideal für das Wachstum von Trüffeln. Die Familie Montanaro möchte nicht länger allein von der Natur abhängig sein. Paolo Montanaro, Veronikas Ehemann, setzt daher auf innovative Methoden, um das Wachstum der Trüffel zu unterstützen. Wir suchen nach den Wurzeln, schneiden sie dann an und tröpfeln diese Flüssigkeit darauf. Das ist eine spezielle Mischung aus Wasser und Trüffelsporen, die wir extra dafür entwickelt haben. Die Bäume zu pflegen ist sehr zeitaufwendig, aber notwendig, denn der Trüffel ist wie eine Diva. Er benötigt eine ideale Umgebung. Wir müssen darauf achten, dass die Sonnenstrahlen den Boden erreichen und die Bäume atmen können. Für Paolo liegt in der Trüffelzucht nicht nur die Zukunft der gesamten Branche.
Er möchte mit seinen Ideen das Familienunternehmen am Laufen halten. Auch noch für die nächsten 60 Jahre. Ganz im Norden des Piemonts liegt der Lago Maggiore. Das beliebte Reiseziel zieht besonders im Sommer viele Gäste an. Hauptattraktion sind die Borromäischen Inseln. Seit vielen Jahrhunderten sind 4 der 5 kleinen Inseln im Besitz der Mailänder Adelsfamilie Borromeo. Besonders beliebt ist die Isola Bella, ein barockes Kleinod. Rund um den Palast ließ die Familie einen prächtigen Garten anlegen. In den Innenräumen des Palazzo wurden große Feste für den europäischen Adel gefeiert. Direkt gegenüber der Insel liegt der Badeort Stresa. Bekannt für seine riesigen Hotelpaläste, in denen Anfang des 20. Jahrhunderts die internationale Prominenz abstieg. Der Glanz früherer Zeiten ist heute noch zu spüren. Der Lago Maggiore ist inzwischen aber auch für weniger betuchte Gäste erschwinglich geworden. Kurz vor der Ortschaft Arona bereitet sich eine Gruppe von Tauchern auf ihren monatlichen Kontrollgang vor. Sie nennen sich Incubatorio Naturale, was so viel bedeutet wie natürlicher Brutkasten. Mit ihrer Idee möchten sie zum Erhalt der Artenvielfalt im See beitragen. Wir paddeln bis zum Floß. Und reinigt bitte alles. Ja, wir checken die Technik. Also erst mal rüber zum Floß und wenn wir dann in der Mitte direkt über dem Holzbündel sind, tauchen wir ab. Unter der Leitung des Biologen Giovanni Fasoli wurden in den letzten Jahren an mehreren Stellen im See große Bündel aus Holz und Reisig versenkt und dadurch künstliche Riffe angelegt. Wir haben eine alte Tradition der Fischer wiederbelebt, die sich positiv auf den See auswirkt und die Fortpflanzung vieler Fischarten, insbesondere des Barschs, unterstützt. Nachdem wir jahrelang Daten gesammelt haben, wissen wir nun, dass wir noch viel über die Funktionsweise dieser Holzbündel lernen können. Von Beginn an mit von der Partie ist der Taucher Mattia Nocciola. Sein Spezialgebiet sind die Seen und Flüsse Norditaliens. Wann immer er kann, geht Mattia tauchen. Seine Kollegen nennen ihn deshalb liebevoll den Fisch. Tauchen ist etwas Besonderes. Man ist eigentlich nicht weit weg von allem. Aber das Handy bleibt oben und damit auch viele Probleme. Es fühlt sich an, als ob die Welt da oben auf einen wartet. Aber sie ist weit entfernt. Auf Höhe der Plattform geht es 7 Meter in die Tiefe. Rund um das künstliche Riff haben sich inzwischen wieder verschiedene Fischarten angesiedelt. Im Vergleich zu anderen Stellen im See tobt hier das Unterwasserleben. Nah beim Holzbündel zu tauchen ist wie in einem Korallenriff. Alles ist voller Farben um einen herum. Tausende bunte Fische. Es ist wirklich eine andere Welt. Alles, was hier unten passiert, wird rund um die Uhr gefilmt und lässt sich live im Internet beobachten. Mit ihrer Unterwasser-Webcam sorgten die Umweltschützer für Aufsehen. Viele Medien im Land berichteten über das innovative Projekt am Lago Maggiore.
Mattia und sein Team arbeiten eng mit Organisationen in ganz Italien zusammen. Mit ihrem Engagement wollen sie aufklären und Aufmerksamkeit erzeugen für die Probleme der Unterwasserwelt in ihrem See. Es gibt so viele einzigartige Fische, die nach und nach aussterben. Das ist so, als würde eines Tages das Kolosseum in Rom verschwinden. Aber unser Naturerbe ist doch genauso wichtig wie unser archäologisches Erbe. Doch eine invasive Art bedroht nun den Erfolg des Projektes. In den letzten Jahren hat sich der Wels in den Seen Norditaliens breit gemacht. Eine Gefahr für die heimischen Fische. Der Wels vermehrt sich über einen langen Zeitraum. Er produziert dabei viele Millionen Eier. Die Männchen beschützen sowohl die Eier als auch die jungen Welse. Wenn sie dann ausgewachsen sind, haben sie keine natürlichen Fressfeinde mehr. Und genau diesen Fakt möchte ein Mann ändern. Nur wenige 100 Meter vom größeren Lago Maggiore entfernt liegt der kleinere Lago di Mergozzo. An seinem Ufer das Ristorante Piccolo Lago. Herr des Hauses ist Marco Sacco, bekannt für seine feine Küche mit regionalen Produkten. Das ist Butter aus dem Velia-Gebirge. Cremig. Möchtest du auch was? So lecker. Marcos Spezialität sind Süßwasserfische aller Art. Seine Kochkunst hat dem Restaurant 2 Michelin-Sterne eingebracht. Also, was haben wir hier? Eine Marmorata-Forelle mariniert, geräuchert und mit Balsamico und Brot angerichtet. Noch etwas Himbeergel und viele Blumen. Und Kräuter. Und auch dem invasiven Eindringling, dem Wels, geht es hier an den Kragen. Marco hat den als ungenießbar geltenden Raubfisch auf die Speisekarte gesetzt. Schneid hier und dann gib mir das Filet, bitte. Der Wels hat eine dicke äußere Fettschicht und ist auch sonst nicht gerade mager. Also muss man ihn wie ein Schwein verarbeiten. Das Filet so zubereiten, als wäre es Speck. Dann entstehen ganz besondere Gerichte. Wenn sich der Wels als Speisefisch durchsetzt, könnte das eine Lösung des Problems sein. Den Eindringling einfach aufessen. Viele Jahre hat Marco die Welt bereist und bei den besten Köchen gelernt. Im Jahr 2000 kam er dann zurück an seinen Lago di Mergozzo. Für Marco ein ganz besonderer Ort. Der See bedeutet mir alles. Als Kind war er mein Spielplatz. Später bin ich auf ihm gesurft und jetzt spielt er eine große Rolle in meiner Küche. Der See hat mich also über alle 3 Phasen meines Lebens begleitet. Um die Schönheit des Sees zu bewahren, hat Marco den Verein Gente di Lago e di Fiume gegründet. Auf Deutsch die See- und Flussmenschen. Als Hauptsitz wählten sie die wunderschöne Isola dei Pescatori im Lago Maggiore. Arrivederci. Auf der nur 350 Meter langen und 100 Meter breiten Insel leben heute noch die alteingesessenen Fischerfamilien. Marco möchte die ehemalige Schule besuchen, die mit Hilfe des Vereins zu einem Museum umgebaut wurde. Ein Ort, der ihn an seine Kindheit erinnert, an die vielen Ausflüge mit seinem Vater.
Ich bin hier in der Nähe geboren und habe als Kind immer auf die Insel geschaut. Mein Vater hat mich am Nachmittag oft mit dem Ruderboot mitgenommen und wir sind hierher. Es gab also schon immer eine starke Verbindung. Da war es irgendwie naheliegend, die Insel zum Sitz unseres Vereins zu machen, einfach als symbolische Inspiration. Und jetzt habe ich hier auch noch ein zweites Restaurant eröffnet. Alles gut also. Sternekoch und Umweltschützer. Für Marco die ideale Kombination. Hoch in den Bergen, knapp 30 Kilometer vom See entfernt, liegt Santa Maria Maggiore. Jedes Jahr im September findet hier ein internationales Schornsteinfegertreffen statt. Schon früh am Morgen ist die Stimmung prächtig. Das ganze Dorf bereitet sich auf den großen Umzug der schwarz gekleideten Frauen und Männer vor. Livio Milani ist Präsident der Schornsteinfeger des Tales. Eine wunderbare Sache. So viele Kollegen aus aller Welt hier bei uns. Wirklich fantastisch. So schön und ziemlich emotional. Benvenuto al nostro caloroso e quanto mai numeroso pubblico. Über 1400 Schornsteinfeger und Fegerinnen aus 25 Nationen. Wenn das mal kein Glück bringt. Für das sonst recht verschlafene Dorf ein großer Tag. Mit 810 Personen ist die deutsche Delegation mit Abstand die größte. Das ist ein Balsam für die Schornsteinfegerseele. In erster Linie geht es beim Raduno dello Spazzacamino, wie der Umzug genannt wird, um Spaß, das gemeinsame Feiern und die Präsentation eines alten Handwerksberufs, den Livio noch immer aktiv betreibt. Das ist die Igelbürste. Die brauchen wir in gemauerten Schornsteinen. Die schmieden wir selber. Und das ist die Raspel. Mit der kratzen wir die Wand des Kamins ab. Die Feierlichkeiten haben aber auch einen ernsten Hintergrund. Viele Jahrhunderte lang verkauften die armen Bauern des Tales ihre Kinder an Schornsteinfeger aus Turin und Mailand. Die Schornsteinfeger nahmen die 5- bis 6-jährigen Kinder mit in die Städte und ließen sie in die Kamine klettern, umgeben von Staub und Rauch. Eine sehr gefährliche, riskante und wirklich grausame Arbeit. Diese Zeit liegt zum Glück lange zurück. Heute schlüpfen die Kinder des Ortes nur noch einmal im Jahr in die Kleidung ihrer Vorfahren. Das Treffen erinnert an einen Karnevalsumzug. Es wird reichlich mit Süßigkeiten um sich geworfen. Zum Abschluss zeigen sich die Spazzacamini an ihrem Arbeitsplatz, auf den Dächern der Häuser. In der Familie von Livio praktizieren einige den Beruf des Kaminkehrers. Noch.
Mein Bruder, meine Schwester und ich sind die 3. Generation. Aber nach uns kommt nichts mehr. Unsere Kinder haben sich für andere Berufe entschieden. Ob die Zunft eine Zukunft hat, wird sich zeigen. Heute wird auf jeden Fall erst einmal gefeiert. Circa 50 Kilometer weiter südlich liegt der Lago d'Orta. Mitten im See liegt die kleine Isola San Giulio, benannt nach einem griechischen Priester namens Julius. Der Legende nach hat dieser die Insel im 4. Jahrhundert von Drachen und Schlangen befreit. Heute kann die Insel besucht werden. Am Ostufer liegt Orta San Giulio. Ein kleines Dorf mit verwinkelten Gassen. Der Lago d'Orta ist eine italienische Erfolgsgeschichte. Vor 40 Jahren wurde hier noch vor dem Baden gewarnt. Zu viele Fabriken leiteten ihre Abwässer direkt in den See. Heute gilt er als einer der saubersten des ganzen Landes und zieht immer mehr Gäste an. Besonders in den Abendstunden. Der ideale Ort, um den Tag ausklingen zu lassen. Turin ist das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum des Piemonts. Wahrzeichen der Stadt ist die Mole Antonelliana. Einst als Synagoge geplant, beherbergt der Bau heute das Nationale Filmmuseum. Die Stadt am Po war viele Jahrhunderte lang der Sitz des Hauses Savoyen. Nach der Vereinigung Italiens im Jahr 1861 war Turin sogar kurzzeitig die Hauptstadt des neuen Königreichs. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Metropole dann zu einem bedeutenden Industriestandort. Turin ist auch bekannt für seine Märkte. Im Mercato Porto Palazzo pocht das kulinarische Herz der Stadt. Luca Iaccarino liebt die Atmosphäre hier. Dieser Teil ist unser Bauernmarkt. Kleine Höfe aus der Umgebung von Turin bringen jeden Tag ihre saisonalen Produkte hierher. Gleich nebenan gibt es fangfrischen Fisch aus dem Mittelmeer. Was für eine Auswahl! Was ist das? Ein kleiner Petersfisch. Hier in der Mitte der Auslage ist alles aus Ligurien, wie dieser Tintenfisch hier. Fisch hat im Piemont Tradition.
Seine Familie handelte mit Süßwasserfischen. Und als dann Einwanderer aus Apulien, Sizilien, also dem Süden, ins Piemont kamen, entstand eine Nachfrage für Meeresfische. Und so begann man auch mit Meeresfischen zu handeln. Ein Großteil der Fische kommt aus Ligurien. Das Meer ist nur 1,5 Autostunden von Turin entfernt. Turin liegt zwar nicht am Meer, aber das Meer ist sehr nah und dort gibt es wunderbaren Fisch. Da steht der Name des Bootes, die Qualität, das Datum und natürlich der Name. Seit vielen Jahren schreibt Luca für alle großen Zeitungen des Landes Artikel über die piemontesische Küche. Lucas Heimatstadt Turin galt lange als nicht sehr attraktive Industriestadt. Ab den 1980er Jahren schlossen immer mehr Fabriken ihre Tore. Viele Gebäude standen leer, ganze Viertel verfielen und wurden zum Paradies für Kreative aller Art. Mit gigantischen Wandmalereien hat sich der Street-Art-Künstler Francesco Camillo Giorgino, besser bekannt als Milo, einen Namen gemacht. Und das weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Turin wurde zum Hotspot der Szene. Die Kunst zieht jedes Jahr Tausende, meist junge Besucher und Besucherinnen ins Piemont und seine pulsierende Metropole. Im Mercato Porto Palazzo steuert Luca nun seinen Lieblingsort an, die Halle für Käse und Fleisch. Das Angebot ist riesig. Luca mag es gerne pur. Wir sind ein Land des Fleisches. Wir lieben die Salsiccia di Bra. Die besteht zu 80% aus Rindfleisch und zu 20% aus Schweinefleisch. Sie muss roh gegessen werden, bitte niemals kochen. Roh bleibt sie weich und schmackhaft. Ein Traum. Turin hat aber nicht nur herzhafte, sondern auch süße Spezialitäten zu bieten. Lucas nächster Halt, ein Café am Piazza della Consolata. Diese kleine Konditorei heißt Bicerin. Es ist ein sehr altes Kaffeehaus im ältesten Teil der Stadt. Ein ikonischer, magischer Ort. Die Möbel, das Holz, der Marmor, alles ist original. Genauso sah es schon aus, als Persönlichkeiten wie Cavour oder Nietzsche hier saßen. Im 19. Jahrhundert kam italienische und internationale Prominenz hierher. Und auch heute noch ist es ziemlich beliebt. Und nicht nur Luca kommt vor allem wegen eines Getränks. Das ist ein Bicerin, ein historisches Getränk aus Schokolade, Kaffee und Sahne. Es wird ohne Umrühren getrunken, denn auf diese Weise bleibt die kühle Sahne oben und der Kakao und Kaffee unten. Das macht den Unterschied aus. Seit 250 Jahren das gleiche Rezept und so lecker. Schon Alexandre Dumas hat es geliebt. Seit 2015 betreibt Alberto Landi das Café. Wir haben die Verantwortung, diesen schönen Ort zu erhalten. Und diese Art von Lebensmitteln, die Schokolade nach Turiner Art oder den Bicerin, müssen wir ebenfalls über die Jahrhunderte hinweg bewahren. Auch heute stehen die Leute wieder Schlange vor dem kleinen Kaffeehaus mit großer Tradition. ...80 Kilometer südlich von Turin liegt Serralunga d'Alba. Das Dorf ist das Tor zu einem Gebiet namens Langhe. Neben Wein werden im Piemont vor allem Haselnüsse angebaut.
Die Sorte Piemonte Nocciola ist geschützt und muss aus der Region kommen. Landwirt Gianfranco Cavallotto weiß, woher diese Spitzenqualität kommt. Hier in den Hügeln der Langhe gedeiht die Haselnuss wegen des Mikroklimas besonders gut. Im Winter ist es hier 5 bis 10 Grad wärmer als in der Ebene. Im Sommer dagegen ist es im Durchschnitt 4 bis 5 Grad kühler mit viel Wind, sodass die Pflanze gesünder ist und auch bessere Früchte trägt. In Sachen Haselnüsse ist Gianfranco ein Spätzünder. Erst nach seiner Pensionierung stieg er ins lukrative Geschäft mit der Spezialität aus dem Piemont ein. Im September ist Erntezeit. Auf seiner Hacienda setzt Gianfranco ganz auf biologischen Anbau. Hier wächst überall Unkraut und Gras, weil wir keine Bekämpfungsmittel einsetzen. Wir lassen es wachsen. Und 4 bis 5 Mal pro Saison mähen wir mit speziellen Maschinen. Beim konventionellen Anbau werden im großen Stil Herbizide eingesetzt. So machen die anderen das. Doch bevor die Haselnüsse der heutigen Ernte in den Verkauf kommen, vergehen noch mehrere Wochen. Zuerst werden die Guten von den Schlechten getrennt. Wir beurteilen die Qualität der Haselnüsse und schauen, ob welche dabei sind, die feucht sind. Die sind meistens etwas dunkler. Einige werden auch von Tieren angeknabbert, die in unseren Haselnusshainen leben. Mitten in der Altstadt von Alba liegt Gianfrancos kleine Manufaktur. Mit viel Amore werden hier die besten Nüsse herausgepickt und direkt in seinem Laden oder auch online verkauft. Die zweite und dritte Wahl wird zu allerlei Produkten verarbeitet. Unter anderem dem über die Landesgrenzen hinaus beliebten Piemonteser Nusskuchen. Zurück auf der Hacienda. Bevor die heutige Ernte verarbeitet wird, geht es für die Nüsse an die warme Sonne. Mehrere Wochen werden sie nun luftgetrocknet. Regelmäßig messen Gianfranco und sein Mitarbeiter Luca dabei die Restfeuchte der Haselnüsse. Mach einen großen Haufen. So, ja. Nicht zu viel. Geh tief rein mit der Hake und zieh die unteren nach vorne. Genau so. Okay. Guarda un po'. No, va bene. Das ist ein Feuchtigkeitsmesser. Die Haselnüsse müssen einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt haben, damit sie gut schmecken und vor allem lange frisch bleiben. Sollen wir noch da vorne an der Ecke messen? Da ist es flacher und es kommt auch weniger Sonne hin. Ja, okay, machen wir. Eine Restfeuchte von 12%, die sind perfekt. Ich bin zufrieden. Mit den Haselnüssen verkaufe ich ein Produkt, das lecker ist und Menschen glücklich macht. Es ist der schönste Job der Welt. Und Arbeit in Kombination mit Nüssen hält anscheinend fit bis ins hohe Alter. Gianfranco isst jeden Tag genau eine Handvoll seiner edlen Haselnüsse.
Wein, Trüffel, Reis und Haselnüsse sind die kulinarischen Highlights des Piemonts. Sie bilden die Grundlage für den Wohlstand vieler Gemeinden. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist die ehemalige Benediktinerabtei Sacra di San Michele. Vor den Toren Turins gelegen, wirkt sie wie eine Filmlocation aus einem Hollywood-Blockbuster. Der Westen des Piemonts ist geprägt durch die Alpentäler an der Grenze zu Frankreich. Unterhalb des mächtigen Monte Viso liegt das kleine Bergdorf Ostana. Zwar ziehen immer mehr Menschen aus den kleinen Dörfern des Piemonts weg, doch das Örtchen Ostana ist eine Ausnahme. Die meisten Häuser sind renoviert und seit kurzem gibt es sogar einen Kindergarten. Und ein kleines Café mit angeschlossener Bibliothek. Vor 3 Jahren öffnete auch die Dorfbäckerei wieder ihre Türen. Eine der ersten Kundinnen war Silvia Rovere. Ciao. Allora, mi dai un po' di pane? Sì, così do. Mi dai 10 buffetti? Io mi ricordo il primo giorno che hanno aperto. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem sie aufgemacht haben. Wir gehörten zu den ersten Kunden. Als wir von unserem Haus zur Bäckerei kamen, lag so ein Geruch in der Luft. Ich musste kurz innehalten, weil es so schön war. Ein Dorf, durch das der Geruch von Brot zieht, ist ein wunderbarer Ort. Silvia ist seit 2021 Bürgermeisterin von Ostana. Dass es so kommen würde, hätte die gebürtige Turinerin nie gedacht. Wir hatten ein kleines Kind und ich war mit dem zweiten schwanger. Wir wollten einfach raus aus der Stadt und eine Alternative finden. Bei einem Ausflug in die Berge verliebten sich Silvia und ihr Mann in das alte Gasthaus des Dorfes. Innen war es völlig leer. Wir wollten einen farbenfrohen, gemütlichen Ort daraus machen. Wer kommt heute an? Eine Familie. Sie bleiben 4 Tage. Hast du für heute die Pizzeria empfohlen? Ja, habe ich. Dass die Küche morgen dann offen ist, wissen Sie? Ja, habe ich Ihnen gesagt. Okay. Silvias Vorgänger legte vor vielen Jahren den Grundstein. Er wollte die Landflucht aus seinem Dorf stoppen. Anfang des 20. Jahrhunderts lebten hier noch 1200 Menschen. Wie bei allen Dörfern in den Alpen setzte auch in Ostana nach dem Zweiten Weltkrieg eine massive Abwanderung ein. Mitte der 1980er Jahre waren es dann nur noch 5 Personen, die über das ganze Jahr hier lebten. Das Dorf drohte auszusterben. Doch der damalige Bürgermeister bewarb sich für ein ehrgeiziges Strukturprogramm der Regierung und rettete damit seine Heimat. Heute hat Ostana wieder über 80 ständige Einwohner und Einwohnerinnen. Wir haben im Ort feste und temporäre Bewohner, Künstler, Handwerker und auch Wissenschaftler. Das ist das neue Gesicht der Berge. Oberhalb des Dorfes liegt das Mont Viso-Institut, ein Forschungsprojekt des deutschen Wissenschaftlers Tobias Lute in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten.
Für das Projekt hat Tobias ein Team aus Studierenden und einheimischen Handwerkern zusammengestellt. Sie wollen die natürlichen Ressourcen der Gegend nachhaltig nutzen. Ist natürlich sehr wichtig, dass man sich mit dem Ort sehr gut auseinandersetzt. Dass man sehr gut schaut, was wurde hier gemacht, was sind die Traditionen, die Kulturen, was sind lokale Materialien, was ist das Wissen der Leute. Und sich damit zuerst auseinandersetzt und dann überlegt, wie passt das in die heutige Zeit. Weißt du noch, als wir über den Kirschbaum geredet haben? Ja, ja. Ich war traurig, dass du ihn zu Brennholz gemacht hast. Ich wollte ihn verheizen. Diesen Baum, die war klein geschnitten als Brennholz und da waren noch einige Stücke, eben 1,40 Meter Maximum. Da habe ich rumgefragt, wem gehört der Stamm. Und dann kam ich zu Mauro und gefragt, kann ich das von dir kaufen? Und Mauro war sehr großzügig, sagt, ja, du kannst das haben, gib mir einfach ein bisschen von deinem Brennholz hier, was wir hatten. Wir haben einen Tausch gemacht. Und dann haben wir das im Sägemühle gefahren hier im Tal, haben die aufschneiden lassen und dann letztendlich diese Treppe gebaut, unter anderem mit Mauros Kirsche. Und Mauro wusste davon nichts. Und dann haben wir irgendwann das fotografiert und habe ihm diese Fotos gezeigt. Und dann war Mauro so, wow, cool, aus meinem Brennholz habt ihr sowas Schönes gebaut. Und das war wie so ein Aha-Erlebnis. Man kann eigentlich aus allem noch Möbel und Tische machen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Bäume rund um Ostana vor allem als Brennholz verwendet. Als Baumaterial hatte Holz hier im Tal keine Tradition. Die Wälder hier wurden jahrzehntelang nicht gemanagt. Und erst heute fängt man wieder an, die Wälder in Wert zu setzen. Und auch das versuchen wir, indem wir hier zum Beispiel Esskastanien, Fenster mit einer lokalen Firma entwickelt haben, die erstmalig diese lokalen Lieferketten wieder in Wert setzt. Ein ehrgeiziges Projekt, das schnell erste Ergebnisse erzielte, ohne die traditionelle Steinbauweise zu verdrängen. Als Bürgermeisterin ist Silvia einmal die Woche in einem der Häuser des Dorfes zum Mittagessen eingeladen. Selbstverständlich packt sie mit an. Wir müssen den Tisch decken. Hol schon mal die Teller. Wie viele sind wir denn? 10 oder 12, keine Ahnung. Die ersten Gäste trudeln ein und kümmern sich erst einmal um eine anständige Beleuchtung. Es gibt einfache Hausmannskost. Und die hält Leib und Seele zusammen. Fangen wir an oder warten wir noch auf Giacomo? Das gemeinsame Essen ist eine uralte Tradition. Sie heißt Ruide. Jede Familie stellt eine Person zur Gemeinschaftsarbeit ab und jeder bringt auch was zum Essen mit. Dieser Brauch hat sich über die Jahre gehalten und wir werden das auch weiterhin so machen, denn nach dem Mittagessen wird es immer lustig. Etwas oberhalb des Ortes liegt ein einsamer Hof. Hier läuft alles noch langsamer als unten im Dorf. Der Hof gehört Roberto Mireto. In Sachen Landwirtschaft ist Roberto jedoch ein absoluter Neuling. Im Vergleich zu meinem früheren Leben als Lkw-Fahrer hat sich viel verändert. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Früher hatte ich mehr Urlaub. Jetzt arbeite ich 7 Tage die Woche. Aber dafür mit diesem Blick. Und ich habe meine Ruhe.
und lebe mit den Tieren, die einem viel zurückgeben. Die Ziegen sind Robertos Ein und Alles. Für ihn sind sie viel mehr als nur Nutzvieh. Come va? Come va, Steffi? Dass er eines Tages Landwirt sein würde, hätte Roberto nie gedacht. Doch es verlief anders als geplant. Auf einer seiner LKW-Touren durch das Piemont nahm sein Leben hier oben in den Bergen eine überraschende Wendung. Vor 12 Jahren war ich von der Arbeit aus in Ostana. Es war ein schöner Tag mit blauem Himmel und da beschloss ich, einfach hier zu bleiben. Wir eröffneten ein Agriturismo und fingen vor 8 Jahren mit 11 Ziegen an. Jetzt sind es bereits 140 Ziegen der Rasse Irkutsk, bekannt für ihre Kaschmirwolle. Ein bescheidenes Leben in der Ruhe der Berge. Roberto lebt zusammen mit seiner Frau von der Verarbeitung der Wolle. Anstatt am Lenkrad sitzt Roberto jetzt Abend für Abend am Webstuhl. Bei dieser Arbeit kann ich gut abschalten. Ich muss mich auf die einzelnen Schritte konzentrieren, sodass alles schön gleichmäßig wird. Eine sehr entspannende Arbeit. Gut für den Kopf. Roberto hat seine Entscheidung nie bereut. Und auch Familie Rovere scheint glücklich mit ihrem neuen Leben in den Bergen. Unser Sohn Pablo kam 2016 auf die Welt. Das erste hier geborene Kind seit 30 Jahren. 4 weitere sind dazugekommen. Ein Symbol für die Wiedergeburt der Dorfgemeinschaft. Als Bürgermeisterin hat Silvia noch viele Pläne. Orte wie Ostana brauchen jeden Einzelnen, um wachsen zu können. Für jeden ist Platz. Ob Bäuerin, Almwirt, Bürgermeisterin, Handwerker oder Bäcker. Jeder spielt eine bedeutende Rolle. Ostana könnte ein Vorbild für viele andere Dörfer Italiens werden. Turin zu später Stunde. In der Osteria Antiche Serre herrscht Hochbetrieb. Das Restaurant gehört zu den Lieblingsorten von Luca Iaccarino. Das ist noch eine richtige traditionelle Familienosteria. Sie kochen die Gerichte, die jeder mag. Vitello Tonato, russischer Salat, Sardellen in grüner Soße, Taglierini oder Gnocchi mit Käse. Aber auch Schweinshaxe und geschmortes Fleisch. Alles klassische piemontesische Gerichte. Seit vielen Jahren bieten sie das Gleiche an. Aber jedes Mal ist es noch einen Tick besser. Die Osteria ist bekannt für ihre Antipasti. Das ist ein Kräuteromelett, ein klassisches Gericht der piemontesischen Küche. Sehr schmackhaft, ein kleiner Snack. Einfach und lecker. Weiter geht es mit einem Klassiker. Sardellenfilets in grüner Soße. Auch das typisch piemontesisch. Mit Knoblauch und viel Öl. Jede Familie hat da ihr eigenes Rezept. Manche geben noch etwas Ei dazu, manche nur Brot, manche etwas Essig. Momente, in denen Luca offensichtlich seinen Job liebt. Einfach das Beste der Welt.
Und das ist nur der Anfang. Salame di Turgia e tomini elettrici. Es sind alles kalte Gerichte, die man mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel sonntags oder an Ostern aufs Land fährt, um mit Freunden zu picknicken. Antonella Rota führt die Osteria mit einer Mischung aus Grandezza und Gastfreundschaft. Ich möchte den Gästen 2 Stunden Gelassenheit und Fröhlichkeit schenken. Und natürlich gutes Essen. So wie ich es als kleines Mädchen bei meiner Großmutter oder bei meinen Tanten bekommen habe. Diese Art von Essen weckt Erinnerungen in mir. Diese Rezepte und Geschmäcker dürfen einfach nicht verloren gehen. Ist das mit Mayonnaise? Nein, es ist eine hausgemachte Soße, wie sie früher für das Vitello Tonato gemacht wurde. Aus Thunfisch, Sardellen, Kapern und etwas Eigelb. Toll, nur Eigelb, keine Mayonnaise. Und weiter geht's. Die Antipasti nehmen einfach kein Ende. Er heißt zwar russischer Salat, ist aber nicht russisch. Wir haben ihn erfunden. In Russland gibt es ein ähnliches Rezept, den Olivier-Salat. Aber unserer ist anders. Luca ist erstens ein guter Freund, zweitens ein toller Mensch und zusätzlich halt noch Food-Journalist. Jeder hier trinkt Barbera, besonders auf dem Land. Der Nebbiolo ist berühmter, den Barbera kann man dafür immer trinken. Früh am Morgen im Weinbaugebiet Monferrato östlich von Turin. Unterhalb der Wallfahrtsstätte Sacromonte di Crea liegt das Weingut Tenuta Tenaglia. Das gesamte Gebiet Monferrato gehört zum UNESCO-Welterbe und ist bekannt für seine feinen Trauben. Heute ist der Tag der Ernte. 2004 übernahm Sabine Ehrmann das Weingut von ihren Eltern, nachdem sie zuvor viele Jahre auf der Insel Capri lebte. Heute wird unser Eden Rosé geerntet aus der Traube Barbera. Also hier haben wir die Barbera-Traube, das sind so kleinere Trauben. Die sind jetzt noch nicht so reif wie für einen Rotwein, weil der Rosé soll ja bei uns ein leichter Wein werden mit 12%, 12,5%. Und das ist heute der richtige Tag, um den zu ernten. Hai trovato, benissimo. Sabine ist Quereinsteigerin, hat sich jedoch über die Jahre mit Hilfe des Önologen Roberto Imarisio viel Wissen über den Anbau von Wein angeeignet. Die Weinberge hier bieten dank ihrer Höhenlage und des Mikroklimas optimale Voraussetzungen für den Anbau dieser Rebsorte. Das ist eine Barbera-Traube. Und wenn sie größer sind, dann sind sie enger beieinander. Wir haben die Rezeptur auch ein bisschen verändert und den Weinberg vor allem. Wir waren früher auf einer anderen Seite und letztes Jahr waren wir schon das erste Mal hier. Und es war ein Top-Wein und das erwarte ich jetzt eigentlich schon auch wieder, dass das dieses Jahr so gut wird. Erntetage sind anstrengend. Sie beginnen sehr früh am Morgen. Die Trauben werden mit der Hand geschnitten und dann per Traktor zum höher gelegenen Weingut transportiert. Nachdem sie dort 24 Stunden lang gekühlt wurden, bringen Arbeiter die Kästen zu einer speziellen Maschine. Hier werden die Trauben von kleinen Ästen, Schmutz und anderen Fremdkörpern getrennt. Erst dann geht es in die Presse.
Für Roberto die wichtigste Zeit des Jahres. Werden heute Fehler gemacht, ist die Jahresproduktion in Gefahr. Als Önologe ist er für die Qualität des Weines verantwortlich. Nach dem Pressen kommt der Most in einen speziellen Tank. Hier findet die erste Gärungsphase statt. Wir arbeiten mit Hefe, um die Temperatur zu kontrollieren. Sie darf 14 Grad nicht überschreiten. In Kombination mit der Hefe bekommt der Roséwein diesen für ihn typischen Geschmack mit einer fruchtigen, leicht blumigen Note. Roberto und Sabine setzten von Anfang an auf Klasse statt Masse. Doch es dauerte viele Jahre, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden waren. Inzwischen sind die Weine der Tenuta Tenaglia in der Szene bekannt und wurden mehrfach ausgezeichnet. Der Weinkeller mit seinen Barrique-Fässern ist Sabines ganzer Stolz. Ich denke, wir sind jetzt da an dem Punkt, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil ich bin ja als Quereinsteigerin gekommen, hatte keine Ahnung von nichts und habe dann das Glück gehabt, dass ich den Roberto gefunden habe. Und ich habe immer gesagt, klein und fein, und das haben wir gemeinsam geschafft. Fuori dal tempo in Italienisch, also über der Zeit. Es geht hier alles ein bisschen slow, es ist nicht so hektisch wie der Rest der Welt. Slow Wine, Slow Food ist ja auch hier geboren. Die Piemonteser sind sehr gemächlich und das ist schön. Also ein langsames Leben, ein bewusstes Leben, Kontakt mit der Natur. Die Tenuta Tenaglia, eine deutsch-italienische Erfolgsgeschichte. Charakteristisch für das Piemont ist der Po, der längste Fluss Italiens. Er schlängelt sich über 650 Kilometer durch die nach ihm benannte Ebene. Die vom Fluss geformte Landschaft ist einzigartig und das Wasser des Po macht die Region fruchtbar. Die Reisfelder nahe der Ortschaft Vercelli sind über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das hier ist die größte Fläche für Reisanbau im gesamten Piemont. Wir haben hier kein Wasserproblem und werden auch nie eines haben. Denn in den Bergen liegt Schnee. Und wenn der schmilzt, kommt das Wasser zu uns. Und wir können die Felder bewässern. Denn der Reis wächst nur, wenn er mit Wasser bedeckt ist. Willkommen auf der Tenuta Colombara. Hier wird der Ferrari unter den Reissorten angebaut. Der Acquerello, Basis für Risotto. In dritter Generation betreibt die Familie von Piero Rondolino den Gutshof. 2 Wochen braucht der Reis noch, bis er reif ist. Im 14. Jahrhundert waren hier noch unbewohnte Sümpfe. Die großen Adelsfamilien aus Turin, Mailand und Genua nahmen sich das Land, um es für den Reisanbau zu nutzen. Doch es gab weit und breit keine Dörfer. Und so entstanden nach und nach die für die Region typischen großen Gutshöfe. Mit ihnen entstand eine eigene Infrastruktur.
Selbst Schulen für die Kinder der Arbeiter und Arbeiterinnen wurden gebaut. Am Rande der Felder steht ein ganz besonderes Gebäude, das sogenannte Dormitorio. Piero möchte nicht, dass die Vergangenheit in Vergessenheit gerät. Der Schlafraum der hart arbeitenden Frauen erinnert an diese Zeit und kann heute besichtigt werden. Vor 60 Jahren lebten hier viele Frauen, die in den Reisfeldern arbeiteten. Der Schlafsaal sieht zwar ärmlich aus, aber die Frauen waren glücklich, da sie für 12 Monate eine feste Arbeit hatten. Alles war sehr einfach, aber die Arbeiterinnen hatten ein durchaus gutes und sicheres Gehalt. Der Reis der Po-Ebene gibt den Menschen Arbeit und ernährt sie. Für die Architektin Tiziana Monterisi ist er jedoch weitaus mehr als nur ein Grundnahrungsmittel. Der Reis ist noch grün. Wir können noch nicht ernten. Ein bisschen spät dieses Jahr, oder? Nein, eher zu früh in den letzten Jahren. Die Hülse des Reiskorns ist ein sehr wichtiger Rohstoff für uns. Aber auch mit den abgeschnittenen Halmen, die auf den Feldern liegen bleiben, oder dem Stroh können wir wunderbare Dinge herstellen. Es gibt das Reiskorn, aber eben auch den ganzen Rest. Das Reisstroh verwendet Tiziana zur Dämmung von Häusern. Zusammen mit ihrem Ehemann Alessio gründete sie 2016 das Start-up Rice House, ein Unternehmen für nachhaltige Architektur. In der Altstadt von Biella wird gerade ein historisches Gebäude gedämmt. Und das ausschließlich mit recycelten und natürlichen Materialien. Für Tiziana ist das die Zukunft. A Ronco avevamo fatto le pareti con la palla intesa. Solo da una parte l'abbiamo tagliata. Wir müssen die Art des Bauens verändern. Zuallererst für uns, da diese Materialien für die Menschen, die hier arbeiten und wohnen, gesünder sind. Und wir dürfen auch den kommenden Generationen keine Altlasten und keinen Müll hinterlassen. Während Tiziana das Design und die Bauleitung vor Ort übernimmt, ist Alessio verantwortlich für die Herstellung neuer Produkte. Jahrelang experimentierte der gelernte Geologe, wie er den Abfall der Reisernte am besten in Baumaterial verwandeln kann. Perfetto. Das Ehepaar hat einen großen gemeinsamen Traum. Sie möchten komplette Häuser nur mit natürlichen und recycelten Materialien bauen. Für seine innovativen und nachhaltigen Lösungen wurde das Startup bereits mehrfach ausgezeichnet. Alle von uns verwendeten Materialien, die wir hier im Querschnitt sehen, das ist die Außenseite und das die Innenseite des Gebäudes, sind komplett aus Reisabfällen hergestellt. Durch diesen Spalt kann Luft strömen. Das hält kühl und schützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Was als ehrgeizige Idee von ein paar Freunden begann, ist in wenigen Jahren zu einem erfolgreichen Unternehmen gewachsen. Rice House begann mit nur 4 Leuten in diesen 2 Räumen. Heute wird das ganze Haus genutzt und wir sind mehr als 22. Und es gibt viel zu tun. Das Startup bekommt Aufträge aus ganz Norditalien. An verschiedenen Standorten setzen sie ihr Konzept einer nachhaltigen Bauweise um.
Für Tiziana im wahrsten Sinne des Wortes eine natürliche Herangehensweise. Für mich ist das Zuhause wie eine dritte Haut. Die erste ist die eigene Haut, die zweite ist die Kleidung. Und für die bevorzugen wir ja auch Naturfasern. Also haben wir nach natürlichen Materialien gesucht und sie im Reis gefunden. Daraus bauen wir jetzt unsere dritte Haut, das Haus. Neben dem weltweit beliebten Risotto könnten die Reisfelder der Po-Ebene in Zukunft also noch wichtiger werden. ...60 Kilometer südlich von Turin liegt die Gemeinde Cherasco. Auf den ersten Blick ein unscheinbarer Ort, der nur durch seine vielen Kirchtürme auffällt. Doch hier lebt ein ganz besonderer Mensch. Don Silvio Mantelli. La sua protezione, come un bambino in braccio a sua madre. Andiamo in pace. Ab ins Theater, Kinder. Schnell, schnell. Kommt ins Theater zur Aufführung. Kinder in die erste Reihe. Schaut auf meine Hand. Silvio ist seit über 50 Jahren Priester. Zauberer ist er bereits seit seiner Kindheit. Priester zu sein ist eine Berufung. Die Magie war meine Entscheidung. Es ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, wie auch das Religiöse wichtig für mich ist. Die beiden Berufe haben durchaus etwas gemeinsam. Man kann Menschen zum Staunen bringen. Willkommen in meiner Welt der Magie und Fantasie. Über die Jahre hat Silvio sein kleines Museo della Magia zu einer bedeutenden Sammlung zum Thema Magie und Zauberei verwandelt. Nicht nur für die Familien der Umgebung ein faszinierender Ort. Soll ich die Münze oder Andrea verschwinden lassen? Andrea! Na, die haben dich ja lieb. Also die Münze. Ich habe im Alter von 12 Jahren mit der Zauberei begonnen. Mein erster Trick war, wie man eine Münze verschwinden lässt. Erst so und dann so. Das hat mein Leben verändert. Silvio hütet einen wertvollen Schatz, seine Bibliothek. Diese Sammlung von Büchern ist sein kostbarster Besitz und der einzige Ort im Museum, der nicht öffentlich zugänglich ist. Das hier ist für Kinder, die Grundlagen des Zauberns. Und das hier ist sehr selten. Die Schule der Magie. Schaut mal her, mit vielen Bildern über die Kunst der Manipulation. Tutti giochi di manipolazione. In seinem Reich wird Silvio selbst wieder fast zum Kind. Hier steckt alles voller Erinnerungen. Das war mein allererstes Buch. Ein Buch über magische Spiele mit Gesängen und vielen Übungen zur Geschicklichkeit. Ich habe noch ein paar sehr alte Bücher in dem anderen Zimmer. Wollt ihr sie sehen? Bücher sind wie eine Person, die dir Gesellschaft leistet. Hier sind die ganz alten Bücher.
Jedes Buch hat sein Eigenleben, seinen ganz eigenen Geruch. Manche Leute haben Bücher geschrieben und sie dann mit einem Vorhängeschloss verschlossen, weil sie sehr privat waren oder Zaubertricks verrieten. Kirche und Zauberei. Eine durchaus brisante Kombination. Es gab eine Zeit, da galt Zauberei als schwarze Magie, die einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Aber ich habe ja schon für Mutter Teresa, für Papst Franziskus und viele andere Kirchenleute gezaubert. Nur manchmal gab es Ärger. Sacala, Macala, Skrikumao, Guaya, Matalaya, Sacala, Macalaya. Non importa, però siamo riusciti. Die Kinder zum Staunen und zum Lachen zu bringen. Das ist für Silvio das Besondere an der Magie. Ich bringe die Kinder in meine Welt, anstatt in ihre Welt zu gehen. Meine Welt ist heiter und surreal. Und sie kann geistiges Wohlbefinden schaffen. Von Cherasco aus geht es weiter in die Berge. Nordwestlich von Turin liegt der Nationalpark Gran Paradiso. Er ist der älteste Nationalpark Italiens. Seit 1922 kann sich hier die Natur entfalten. Eingangstor zum Park ist die Ortschaft Ceresole Reale. Wie jeden Morgen macht sich Raffaella Miravalle auf den Weg zur Arbeit. Ich habe immer davon geträumt, Rangerin im Gran Paradiso zu sein. Es war schon der Traum meines Vaters. Er hat diese Leidenschaft an mich weitergegeben. Als ich klein war, hat er mich oft in die Berge mitgenommen. Er wäre so gerne Ranger geworden. Und ich habe jetzt seinen und meinen Traum erfüllt. Stets an Raffaellas Seite die 10-jährige Schäferhündin Jordi. Die Aufgabe der beiden ist die wissenschaftliche Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks. Heute kontrollieren sie, wie viele Murmeltiere noch unterwegs sind. Ihr Winterschlaf steht bevor. Jordi, vieni, dai. Dai, prima della pioggia. Vieni. Es dauert nicht lange, bis sich die ersten Murmeltiere zeigen. Jordi. Jordi hat gelernt, die Wildtiere zu respektieren. Wenn sie Murmeltiere sieht, sage ich Sitz und sie setzt sich sofort auf den Boden. Sie beobachtet die Tiere zwar, aber sie hört sie nicht an. Jordi. Komm, Jordi. Wir suchen noch mehr Murmeltiere. Nach all den Jahren im Hochgebirge ist Jordi nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Doch die beiden müssen noch ein gutes Stück laufen. Raffaella hat erfahren, dass hier in der Gegend mehrfach ein Fuchs die Nähe von Menschen gesucht hat. Dieses Tier möchten die beiden heute ausfindig machen. Tatsächlich. Aus dem Augenwinkel registriert Raffaella eine Bewegung. Ein Fuchs. Ein Fuchs, Jordi. Sitz. Ein Fuchs. Setz dich, Jordi.
Setz dich. Auf den Boden runter, auf den Boden. Gut so. Leider haben ihn Touristen gefüttert. Er ist jetzt daran gewohnt, Brot mit Schinken zu essen. Er wird deshalb Probleme bekommen, sich in seinem Revier durchzusetzen. Und er verliert die Fähigkeit, sich wie ein wildes Tier selbst zu ernähren. Hier oben, auf über 2500 Meter Höhe, kann das Wetter innerhalb von wenigen Minuten umschlagen. Und das kann selbst für die erfahrene Rangerin und ihre Hündin gefährlich werden. Wir zwei sind ein klasse Team. Als sie zu mir kam, war sie 2 Monate alt und konnte noch nicht laufen. Also habe ich sie immer in meiner Jacke getragen. Unsere Beziehung ist sehr symbiotisch. Wenn mir etwas zustoßen sollte, ein Unfall oder so, würde sie mich nie verlassen. Sie würde immer an meiner Seite liegen bleiben. Jordi ist einfach die beste Kollegin. Super, weiter geht's. Gleich sind wir da. Ein Gewitter ist im Anmarsch. Raffaella möchte jetzt lieber in einer der viel nahegelegenen Hütten Schutz suchen. Die heutigen Beobachtungen werden von Raffaella genau dokumentiert, um später wissenschaftlich ausgewertet zu werden. Viele Stunden hat die Rangerin hier schon verbracht. Diese Hütten sind für uns ein sehr wichtiger Stützpunkt. Sie schützen vor Sturm und Regen oder vor niedrigen Temperaturen. Wir können hier mit Holz heizen und sind gefeit vor dem, was draußen passiert. Zusätzlich bekommt jeder Ranger und jede Rangerin alle 2 Stunden einen Kontrollanruf über Funk. 02 in linea, 12683, passo. Ciao. So könnte Raffaella im Notfall geortet und gerettet werden. Zum Glück war das noch nie notwendig. Dafür sorgt auch Jordi. Noch weiß die Hündin nicht, dass ihre Pension bereits kurz bevorsteht. Die Probleme kommen, wenn sie älter werden. Es ist hart für sie und eine Tragödie für uns beide. Es wird verdammt schwer werden, sich damit abzufinden, dass Jordi nicht mehr mit mir unterwegs ist, weil sie es einfach nicht mehr schafft. Nach ein paar Stunden klart das Wetter langsam auf. Raffaella und Jordi machen sich an den Abstieg. Das Piemont. Eine vielfältige Region, geprägt von einem Fluss, der das Land fruchtbar macht, sanften Hügeln und Seen mit großer Vergangenheit.